Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem veganen indischen Linsengericht. Heute kochen wir ein leckeres, gesundes, basenüberschüssiges Linsengericht. Gesund und basenüberschüssig insofern, dass es keine schlechten säurebildenden Elemente wie Transfette, Gluten oder isolierte Kohlenhydrate enthält. Denn wir kochen dieses Gericht in gesundem Kokosöl, weichen die Linsen vor dem Kochen 24 Stunden ein, sodass sie die meisten ihrer schädlichen Stoffe verlieren, und servieren dieses Gericht dann mit gesundem, glutenfreien Vollkornreis. Dazu zeige ich euch jetzt, wie wir dabei vorgehen. Zuerst weichen wir, wie gesagt, diese weißen Linsen, also die Urid-Linsen werden sie auch genannt, mindestens über Nacht in Wasser ein. Waschen sie dann kräftig durch, bis das Wasser klar ist, und tropfen sie ab. Dann erhitzen wir hier das geschmacksneutrale, mild gedämpfte Kokosöl und braten darin den Trester meines natürlichen Antibiotikums an. Das Video dazu verlinke ich euch oben. Wer diesen Trester nicht hat, kann natürlich auch ganz einfach nur Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer zusammen anbraten. Man könnte auch noch etwas Chili hinzugeben. Löschen nach 5 Minuten kurz mit etwas Wasser ab und geben dann die Gewürze hinzu. Kurkuma, Chili, Currypulver und frisch geschlossener Pfeffer. Wer es nicht so scharf haben will, kann den Chili auch mit Paprika ersetzen. Wir braten die Gewürze kurz mit an, damit sie ihr Aroma entfalten können, und geben dann auch schon die passierten Tomaten hinzu, und zwar 125 Gramm, mit denen wir die Gewürze ablöschen. Und dann werden wir bald auch schon die Natursalzsohle hinzugeben. Damit salzen wir das Gericht dann. Das ist die gesündeste Weise des Salzens, aber wer die nicht hat, kann auch ganz einfach nur Himalaya-Salz verwenden. Und dann kommen auch schon die gewaschenen und abgetropften Linsen, die Urid-Linsen, hinzu. Wir rühren alles gut um. Man könnte die Urid-Linsen natürlich auch mit einer anderen Linsensorte ersetzen, wenn man das möchte. Und dann gebe ich meinen gefrorenen Bio-Brokkoli aus meinem eigenen Garten vom Sommer noch hinzu, rühre alles um und füge dann mein destilliertes Wasser hinzu, womit ich jetzt fast alle meine Gerichte immer koche, damit ich diese Schadstoffe in dem Leitungswasser nicht in die Ernährung mit aufnehme und nicht meinen Körper damit belasten muss. Ich habe hier ungefähr 200 Milliliter von dem Wasser hinzugegeben, und dann gebe ich noch diesen getrockneten Boxhornklee hinzu. Das sogenannte Methi, das ist eine getrocknete Spinatsorte, die hier als Gewürz benutzt wird und dem Gericht ein ganz köstliches Aroma und Geschmack verleiht. Und dann wird das Ganze auf kleiner Flamme so lange köcheln gelassen, bis eben die Linsen und der Brokkoli gar sind. Zwischendurch fiel mir aber noch ein, dass ich dieses Gericht auch mit diesen leckeren marokkanischen Salzzitronen verfeinern könnte. Das Video dazu und wie man diese zubereitet, werde ich euch oben verlinken, inshallah. Dann schneiden wir das Ganze einfach nur in ganz kleine Würfelchen und geben das hinzu und kochen dann dieses Gericht zusammen mit diesen leckeren Salzzitronen zu Ende, bis eben alles gar ist. Diese Salzzitronen peppen das ganze Gericht eben nochmal auf, sodass es auch dem Feinschmecker richtig lecker schmecken wird. Wer diese Salzzitronen nicht zur Hand hat, kann natürlich die auch weglassen, die sind jetzt nur optional, aber die verfeinern das Gericht eben ungemein. Nur muss man dann eben mit dem Salzen vorher aufpassen, da die Salzzitronen ja schon eine Menge Salz beinhalten. Damit haben wir dieses leckere, gesunde Gericht auch schon fertig gekocht. Und wir servieren es jetzt mit gesundem Vollkornreis, und der ist die ideale Beilage zu einem Linsengericht wie diesem hier, denn um die biologische Wertigkeit der Linsen zu erhöhen, sollte man sie zusammen mit einem vollwertigen Reis genießen, denn den Linsen fehlen 2 essentielle Aminosäuren, und zwar das Methionin und das Cystin, die jedoch im Reis enthalten sind. Kombiniert man nun beide Lebensmittel, so können dem Körper alle 8 essentiellen Aminosäuren zur Verfügung gestellt werden. Daher ist diese Kombination aus ernährungsphysiologischer Sicht optimal. Das ist im Fall von gekochten Linsen. Würde man jedoch die Linsen keimen lassen, dann erhöht sich deren Nährstoffdichte deutlich und sie werden besonders leicht verdaulich, und die 2 fehlenden Aminosäuren wären plötzlich auch wieder vorhanden. Subhanallah. Deshalb sind natürlich gekeimte Sprossen noch sehr viel gesünder, aber im Winter möchte man gerne auch mal etwas Warmes essen, von daher sind solch gekochte Linsengerichte in Verbindung mit Vollkornreis auch eine sehr gesunde Alternative. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachkochen dieses gesunden Linsengerichts. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen, und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Mal. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.